Assalamu alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. In diesem Video möchte ich euch mögliche Ursachen für Haarausfall schildern und was man dagegen tun kann, um fast jeden Haarausfall wieder zu kurieren. Im Rahmen dessen stelle ich euch dann auch mein selbstgemachtes Aloe Vera Haargel vor. Mögliche Ursachen für Haarausfall können psychische Belastungen wie Stress, Depressionen und Trauer sein, die Wechseljahre, die Antibabypille, Schwangerschaft, Hormonstörungen, Schilddrüsenprobleme, Medikamente, Belastungen mit Schwermetallen oder Toxinen aus Farben, Lacken und so weiter, Belastung mit Giften aus Zahnfüllungen wie Quecksilber und Palladium, Bestrahlungen, Chemikalien in herkömmlichen Haarpflegeprodukten und so weiter. Die eigentliche Grundursache fast jeden Haarausfalls allerdings ist die gravierende Mangel- und Fehlernährung, die heute leider gang und gäbe ist. Denn die übliche Kochernährung und die, welche aus industriell hergestellten Lebensmitteln besteht, ist nicht nur arm an lebenswichtigen Mineral- und Vitalstoffen, sie belastet den Organismus zusätzlich noch mit schädlichen sauren Stoffwechselschlacken, die bei ihrer Verdauung und Verstoffwechslung in jeder einzelnen Körperzelle entstehen. Der Körper wird zusehends übersäuert, eine chronische Übersäuerung jedoch führt zu einer Vervielfachung des bereits vorhandenen Mineralstoffmangels. Gleichzeitig führt die übliche Ernährung zu Irritationen im Verdauungssystem mit der Folge einer gestörten Darmflora. Eine gestörte Darmflora führt zu einem geschwächten Immunsystem und Mineralstoffe und Spurenelemente können nur spärlich resorbiert werden, der Mikronährstoffmangel schreitet also fort. Und wenn nun der ganze Körper unter Nähr- und Mineralstoffmängel leidet, dann ist natürlich auch die Haarwurzel mit Nähr- und Mineralstoffen vollkommen unterversorgt. Gleichzeitig werden bei einer Übersäuerung des Körpers die Schlacken im Haarboden eingelagert, sodass die Haarwurzeln nichts von alledem vorfinden, was sie für ein gesundes Gedeihen, Leben und Wachsen bräuchten. Die Folge ist somit der Haarausfall. Ein ganzheitliches Konzept gegen Haarausfall besteht daher aus den folgenden natürlichen Maßnahmen. Idealerweise zuerst eine Ernährungsumstellung, dann eine Entsäuerung des Körpers und dann eine Remineralisierung des Körpers. Dann eine Darmsanierung und den Aufbau der Darmflora und schließlich die Versorgung mit Silizium, das Spurenelement für die Haargesundheit und eine basische Haar- und Kopfhautpflege. Das hört sich jetzt alles unglaublich schwierig an und auch ich habe es noch nicht geschafft, meine Ernährung umzustellen. Zumindest aber kann ich euch die Aspekte raten, die ich schon selber anwende, wie die rohköstlichen grünen Säfte für diejenigen, die noch keine Wildkräuter sammeln können. Noch besser allerdings, dass man sich jeden Tag einen Wildkräutersaft selber presst, so wie ich es jetzt wieder tue, seit ich zurück in Deutschland bin. Denn es gibt einfach nichts Gesünderes für den Körper als diese Wildkräutersäfte. Je mehr man sich davon am Tag einverleibt, umso besser für die Gesundheit. Wenigstens ein Glas am Tag sollte man zu sich nehmen. Denn man schlägt dadurch gleich 3 Fliegen mit einer Klappe. Der Körper wird dadurch nämlich sowohl entsäuert, als auch remineralisiert, als auch entgiftet. Somit hätten wir dadurch allein schon die ersten 3 Punkte abgehakt, zumindest ein gutes Stück. Und um die Entgiftung wirkungsvoller voranzutreiben, ist es immer wichtig, dass man dazu auch die Chlorella-Alge und die Ascophyllum nodosum, also die Braunalge, einnimmt. Damit sich die Gifte, die durch den grünen Saft gelöst werden im Körper, an diese Chlorella und an die Braunalge heften können und damit ausgeschieden werden können. Gleichzeitig gebe ich auch immer noch eine Fettquelle hinzu, in dem Fall gleich Vitamin K2 und Vitamin D3, damit sich eben die fettlöslichen Vitamine in den Wildkräutern besser vom Körper aufgenommen werden können. Und wo wir schon bei den Wildkräutern sind, will ich gleich auf die Brennnessel zu sprechen kommen, denn sie kann Haarwuchs, also Haarneuwuchs ganz besonders anregen und beschleunigen. Und da man sie das ganze Jahr über finden kann, sollte man sie immer pflücken und mit verpressen, denn Brennnesseln sind außerdem basisch sowie höchst nährstoff- und vitalstoffreich und vor allem enthalten sie eine hohe Menge an Silizium. Silizium ist nämlich das Mineral für gesundes, glänzendes und dichtes Haar. Und es ist an vielen anderen Prozessen im Körper beteiligt. Und da wir siliziumreiche Lebensmittel heute kaum noch essen, am ehesten noch der Hafer, sollten wir eben die Brennnessel und den Ackerschachtelhalm, wie wir den hier jetzt sehen, also das wird auch Zimtkraut genannt, unbedingt in den Speiseplan täglich mit integrieren. Am besten eben noch, wenn wir diese beiden Kräuter jeden Tag mit entsaften. Mein Video zu den Wildkräutersäften werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Hier sehen wir nochmal den Ackerschachtelhalm, den ich gepflückt hatte. Den findet man allerdings nicht so oft wie die Brennnessel.
Ja, und damit haben wir jetzt schon 4 Punkte abgehandelt. Bleibt noch die Darmflora, die wir stärken sollten und aufbauen sollten. Und die kann man natürlich sehr gut mit natürlichen Probiotika aufbauen, wie zum Beispiel dem fermentierten Gemüse. Dazu hatte ich ja schon 2 Videos gedreht, die werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Fermentiertes Gemüse ist also wirklich sehr, sehr gesund und das sollte man auch täglich in den Speiseplan integrieren. Ich bereite mir davon immer große Mengen zu, sodass ich wirklich jeden Tag mir mindestens 4 bis 5 Esslöffel voll von dem fermentierten Gemüse in meinen Salat geben kann. Was noch zu erwähnen wäre das Biotin, also das Vitamin B7, welches man auch als Nahrungsergänzungsmittel zusammen mit dem Vitamin B-Komplex zu sich nehmen kann. Ich nehme da täglich dieses Produkt hier ein. Ja, und dann bleibt nur noch die basische Kopfhaarpflege übrig. Und dazu möchte ich euch jetzt mein selbstgemachtes Aloe Vera Haaröl vorstellen. Und dazu benutze ich nur 3 Zutaten. Einmal dieses bio-native Kokosöl, dann ungefiltertes Bio-Schwarzkümmelöl und die Aloe Vera. Eines der besten Öle, welches auf der Kopfhaut und am Haar wundersame Veränderungen bewerkstelligen kann, ist das Kokosöl. Kokosöl besteht vor allem aus mittelkettigen Triglyceriden, also den MCTs. Und diese MCTs besitzen die perfekte molekulare Struktur, um schnell in die Kopfhaut und die Haarfollikel einzudringen und um dann effizient die dortige Nährstoffzufuhr zu verbessern. Eine der wichtigsten Fettsäuren im Kokosöl ist die Laurinsäure. Die Mikroflora auf der Kopfhaut interagiert mit der Laurinsäure und bildet Monolaurin. Dieses wiederum besitzt sehr wirksame antibakterielle und pilztötende Eigenschaften. Pilzansiedlungen wie etwa Candida und anderen infektiösen Erregern wird auf diese Weise der gar ausgemacht. MCTs wirken außerdem als natürliche Antioxidantien und beschützen die Haarfollikel vor einer Schädigung durch freie Radikale. Das Ergebnis einer Kokosölanwendung ist daher nicht nur eine gesunde Kopfhaut, sondern auch wunderschön glänzendes und volles Haar, das sich leicht frisieren lässt. Während das Kokosöl kurz auf dem Herd zum Schmelzen gebracht wird, werden wir jetzt die Aloe Vera hier schälen. Nachdem sie vorher ausgeblutet wurde, sprich der gelbe Saft, wurde vollständig entfernt. Wir benötigen für dieses Haaröl jetzt ein ganzes Aloe Vera Blatt, also ein etwa 20 cm langes Blatt. Das innere Blattgel beinhaltet viele wichtige Nährstoffe für das Haar, wie zum Beispiel auch die Aminosäure Lysin, die die Kollagenbildung ankurbelt und wichtig für gesundes Haar ist. Das im Gel enthaltene Beta-Sitosterin regt die Durchblutung der Kopfhaut an. Außerdem enthält es reichlich Kalium, denn ein Mangel an diesem Mineralstoff führt eben zu Haarausfall unter anderem. Die alkalischen Eigenschaften des Gels helfen, den pH-Wert der Kopfhaut ins Gleichgewicht zu bringen und dies hilft, das Haarwachstum anzuregen. Jetzt wird das Aloe Vera Gel mit dem Hochleistungsmixer hier püriert und dann kommen nach und nach die beiden gesunden Öle hinzu. Erst das geschmolzene Kokosöl und dann das hochwertige, ungefilterte Bio-Schwarzkümmelöl. Das Schwarzkümmelöl sollte wirklich ungefiltert sein, damit noch alle Nährstoffe des Schwarzkümmels darin enthalten sind. Wie der Muslim weiß, hilft Schwarzkümmel gegen jede Krankheit außer gegen den Tod. Mein Video zum Schwarzkümmel als Allheilmittel werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Durch den großen Anteil an Mineralstoffen, Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren kann Schwarzkümmelöl für volles und glänzendes Haar sorgen. Biotin, Selen und Folsäure fördern die Keratinbildung und so auch die Zellerneuerung an den Haarwurzeln. Schon ein Tropfen Schwarzkümmelöl übrigens genügt, um Spliss zum Beispiel auch vorzubeugen. Wenn man den Schwarzkümmel auch zusätzlich innerlich einnimmt, wird er auch gegen oben angegebene Auslöser von Haarausfall helfen. Hier hatte ich nochmal ein Schälchen mit Kokosöl erhitzt, also zum Schmelzen gebracht, weil ich einfach dachte, das ist noch ein bisschen zu wenig. Ich wollte halt eine ganze Flasche mit diesem Haaröl hier anfertigen. Ja, und dann werden wir das alles jetzt nochmal gründlich durchpürieren. Und dann ist unser tolles, wirksames Haaröl auch schon fertig und wird jetzt einfach abgefüllt in zum Beispiel eine ursprüngliche Haartonerflasche, wie wir das jetzt hier tun, aber man kann auch jede andere Flasche dafür verwenden. Besser wäre natürlich Glas, ideal allerdings getöntes Glas, damit die lichtempfindlichen Vitamine des Schwarzkümmelöls keinen Schaden erleiden. Ich hatte jetzt diese Flasche gewählt, weil sie eine sehr kleine Öffnung oben hat, mit einem ganz kleinen Deckel, sodass man das Öl dann ganz toll portionieren kann, wenn man es dann auf die Haare gibt. Als Versuchskaninchen hatte ich hier jetzt eine Bekannte genommen, die sich nicht bedeckt. Und wie wir sehen, kann man das Öl so richtig schön portionieren hier auf die Haare, indem nur wenig rauskommt. Und jedes Mal gibt man eine kleine Portion drauf und dann wird es
in die Haare einmassiert und so nach und nach werden dann alle Haare mit diesem hochwertigen Öl versehen und einmassiert. Ich selber lasse dann diese Aloe Vera Haarölmischung gleich immer mehrere Tage in meinen Haaren drin, bevor ich sie dann herauswasche, um auf diese Weise eine wirklich gute Wirkung für meine Haare zu erzielen. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. Also man kann es drin lassen, so lange wie man möchte. Das hängt dann auch sicher davon ab, wie oft man unter Leute kommt. Denn die Haare sind natürlich danach ziemlich fettig, das ist nicht zu vermeiden. Ja, und je öfter man dieses hochwirksame Aloe Vera Haargel in den Haaren verwendet, umso besser für die Haare, umso besser für den Haarwuchs und umso besser wird der Haarausfall dadurch bekämpft. Das Aloe Vera Haargel sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden, damit es sich möglichst lange hält. Im Kühlschrank wird es mindestens 4 Wochen lang halten, denn die Kühle und die Öle konservieren das Aloe Vera Gel. Vor jeder erneuten Anwendung könnte man es einfach kurz auf die Heizung stellen, damit das Öl wieder verflüssigt wird, denn natürlich erhärtet das Öl im Kühlschrank, weil ja Kokosöl mit dabei ist. Nachdem man das tolle Öl dann mindestens eine Nacht drauf gelassen hat und am nächsten Tag dann wieder ausgewaschen hat, sehen die Haare so aus, wie wir das jetzt hier sehen. Richtig schön glänzend und seidig. Nach wochenlanger Anwendung dieses Haaröls zusammen mit den oben genannten Maßnahmen wird mit der Zeit auch wieder der Haarboden gesünder und die Haare fangen an, neu nachzuwachsen. Tägliche Bürstenmassagen der Kopfhaut wirken enorm durchblutungsfördernd, entfernen abgestorbene Hautpartikelchen und sorgen so für eine bessere Atmungsaktivität der Kopfhaut. Das Ergebnis ist, dass dann die Kopfhaut und damit auch die Haarfollikel sowohl von innen als auch von außen wieder deutlich besser mit Nährstoffen versorgt werden können. Gleichzeitig kann durch die optimierte Durchblutung der Abtransport von Schlacken und Stoffwechselrückständen viel leichter erfolgen. Überdies wird durch eine regelmäßige Bürstenmassage die Talgproduktion der Kopfhaut reguliert, sodass damit sowohl einer zu reichlichen Talgproduktion, also fettiges Haar, als auch einer zu schwachen Talgproduktion, Kopfhautjucken und trockenes Haar, begegnet werden kann. Was noch zu erwähnen wäre, ist, dass die Haare nach der Anwendung des Aloe Vera Öls nicht mit herkömmlichem Shampoo gewaschen werden sollten, sondern ausschließlich und grundsätzlich nur mit natürlichem, selbst hergestelltem Shampoo, sowie der Lavaerde zum Beispiel. Dazu hatte ich schon ein Video gedreht, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Denn herkömmliche Shampoos enthalten viele ungesunde Chemikalien, die durch die Haut in das Innere des Körpers gelangen und dort ihren Schaden anrichten, unter anderem eben auch wieder zu Haarausfall führen. Eine wichtige Regel ist deshalb, dass man sich grundsätzlich auf Haut und Haar nur Dinge schmiert, die man auch essen könnte. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und gesunde, feste, glänzende Haare und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Mal. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.